Dieses Mal habe ich für euch heute einen sehr speziellen Auftrag, und zwar das Loop V2, aber nicht das Loop V2 von 89 Sabres, sondern von KR, die Eco-Variante. Dumm und naiv habe ich gesagt, okay, kein Problem, das installiere ich dir ohne Wenn und Aber. Völlig ahnungslos habe ich einfach Ja gesagt zu dem Auftrag, ohne zu wissen, dass dieser Griff ein bisschen spezieller ist als der von 89, denn dieser Griff lässt sich nicht in der Mitte teilen. Was hat das nun zur Folge? Das hat zur Folge, dass das Chassis hier fest verbaut werden muss mit einem festen Akku. Ich kann es nicht rausziehen, beziehungsweise ich kann es ein Stück rausziehen, aber ich kann es jetzt nicht zum Beispiel hier lösen. Beim V2 geht das, von 89 geht das Chassis bis hierhin, und über einen Konnektor paare ich praktisch meinen Emitter mit dem Rest des Körpers, und wenn ich an die Batterie will, drehe ich hier die Grenade Section ab und kann hier eine Batterie reinsetzen. Das ist jetzt hier nicht möglich, denn ich kann den Griff nur hier unten am Knauf öffnen. Aber erstmal wollen wir uns diesen Griff mal ansehen, denn der ist wunderbar geweathert worden, und zwar erstmal mit diesen Stencils von, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Auf jeden Fall so, dass wir hier dieses fleckige Muster hinkriegen. Wunderbar, hier auch das Tape in der Mitte am Thin Neck. Hier der Emitter ist verbeult, also Herz, was willst du mehr? Das sieht genauso aus wie die Prop selber. So, hier fliegt mir der Blade Plug raus. Das ist jetzt auch schon das 3. Mal, dass ich ansetze, hier diesen Griff zu präsentieren, denn mir ist immer wieder was aufgefallen, als ich immer wieder so kleine Fehler, als ich den Griff präsentieren wollte, denn beim ersten Mal wollte ich in den Mitte reinstecken, den Blade Plug, und mehr ging nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe hier die Halterung fürs PCB habe ich auf den ganzen Durchmesser aufgesetzt, und dann lag halt der Blade Plug da drauf. Fällt einem erst ganz zum Schluss auf. Deswegen dann nochmal ein Full Stop und das Teil einfach ausgetauscht. Ging auch recht schnell, aber hat halt ein bisschen aufgehalten. So, den legen wir mal weg. Und jetzt gucken wir uns auch das Chassis direkt mal an. Ansonsten, genau, bevor das Chassis, eine Sache, die mir dann auch noch das Genick gebrochen hat, beziehungsweise die Installation ein bisschen verzögert hat, das ist nicht die ursprüngliche Klammer. Die ursprüngliche Klammer war diese hier, aber da war das Gewinde dann durchgenudelt, und ich konnte die Schelle hier nicht mehr richtig anziehen. Ich konnte da keine Spannung drauf bringen. Ja, dann erstmal bei Wonawonga bestellt. Das dauerte dann auch wieder irgendwie 1,5 Wochen, ehe die Klammer da war. Aber dann ging es los. So, und jetzt wollen wir mal einen Blick auf das Chassis werfen. Wie gesagt, es ist ein semi-fest verbautes, wir können es nicht ganz rausziehen. Und als erstes erwartet uns hier der Speaker, und auch der ist wirklich herausnehmbar. Das ist das Speaker-Modul. Hier haben wir eine Aussparung für die SD-Karte. Hier wird wirklich jeder Platz genutzt. Hier haben wir die Pins als Verbindung, und hier haben wir nochmal eine Aussparung für den Kill-Key. Denn mit einem fest verbauten Akku brauchen wir einen Kill-Key. So, den legen wir mal weg, und eigentlich reicht es jetzt hier, den Kill-Key rauszuziehen. Ich kann aber, eben weil ich hier die Kabel lang genug gewählt habe, das Chassis rausziehen bis hier ungefähr. Das ist wichtig, denn wenn ich das Profi nochmal flashen möchte, muss ich hier an die Buttons ran. Sonst wird das sehr, sehr umständlich. Bei mir, in meinem Fall zum Beispiel mit meinem PC, funktioniert das nicht, dass ich das Profi praktisch hier nur anschließe und direkt flashe. Beim Mac ist das was anderes, da funktioniert das. So, aber ich wollte hier eine vernünftige Lösung haben, weil ich nicht weiß, welche Hardware zu Hause wartet. Deswegen so. Also wir können jetzt hier den Kill-Key ziehen. Wir hören jetzt natürlich nichts, weil der Speaker nicht drauf sitzt. So. Ich hatte hier leider keinen Platz für das Sound-PCB. Das wäre den Kreis runter, stopft man den einfach drauf, und mit den Pins wird der Ton übertragen. Hier muss ich halt immer ein bisschen genauer zielen. So. Schrauben wir wieder zu. Auch hier wird natürlich minimal nur Sound durchkommen. Bei dem Set war auch dieser Verschluss da. Sieht jetzt nicht so passend aus, wie ich finde. Aber wenn man den Sound wirklich richtig laut haben will, dann schraubt man den lieber auf. So, wir haben hier nur einen von drauf. Das ist Luke, The Return von Kyberphonics. Und trotz
dichter Verschlusskappe kann man den Ton ganz gut hören. Und ich bin noch nicht auf voller Lautstärke. So, genau. Wie gesagt, ich habe hier nur einen von drauf. Das sieht gut aus. Hier der Blade Plug. Der lässt kein Licht durch, anders beim 8 Night Sabers. Da haben wir dann hier noch so einen Kreis an Licht. So, der ist aber sehr auf Original getrimmt, deswegen hier kein Licht durch den Blade Plug. Der hört sich auch sehr gut an, nicht zu blechern. So, ein bisschen Musik. Sehr, sehr gut. Ich bin total zufrieden damit. War eine Herausforderung, eben vor allem die Kabellänge so zu kürzen, dass ich das Ding rausziehen kann und auch wieder reinstecken kann. Denn beim Reinstecken ist es wichtig, dass sich die Kabel nicht so aufrollen, dass sich hier, also im Inneren des Griffs, gibt es eine Kante. Das ist keine reine Röhre mit einem Durchmesser. Ich habe hier eine Kante. Und wenn die Kabel sich zwischen Chassis und Kante legen, dann kann ich das Chassis nicht komplett reindrücken. Und das ist halt die Gefahr dabei, dann kann ich den Griff nicht richtig verschließen und ich komme da einfach nicht mehr ran. Und also man möchte sich ja irgendwie, man möchte das verhindern, dass man da ständig irgendwie das Chassis verdrehen muss, damit die Kabel endlich da sind, wo sie hingehören, damit ich es richtig reindrücken kann. Also das ist jetzt hier nicht der Fall. Die Länge ist ideal gewählt und da sollte es keine Hindernisse geben. Und wenn man dann das Lichtschwert wieder deaktiviert haben will, einfach den Kill Key wieder rein. Darüber wird natürlich auch geladen. Hier ist ein 18650er Akku, aber halt der fest verdrahtete eingebaut und der lädt sich halt auch mit 4,2 Volt. Hier wirklich bis zum Anschlag rein und dann passt das auch. Kill Key kommt hier wieder rein. Natürlich kann ich es jetzt auch wieder rausholen. So, der ist auch extra dafür gedruckt worden, weil die normalen Killkeys, die man kaufen kann, die sind etwas zu groß. Und hier wird wirklich jeder Millimeter gebraucht. Auch hier. Das war der zweite Grund, oder was der dritte, ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich das erste Video unterbrechen musste. Der Speaker war zu nah hier an der Verschlusskappe und ich hatte Vibration, es hat geklimpert, deswegen, das habe ich natürlich erst bei den Aufnahmen gemerkt, deswegen musste ich die Speaker-Section im Grunde nochmal drucken, aber jetzt passt es. Und auch hier ist es extrem wichtig, die Kappe drückt die Speaker-Section gegen das Chassis und das Chassis wird dann gegen diese Kante gedrückt, sodass hier auch nichts wackelt. Und das will ich natürlich genau auf Maß haben, sodass ich hier im Grunde keinen Spalt habe oder minimal, also wirklich minimal. Ich hatte, heute Morgen hatte ich hier noch 2/10, das war mir zu viel, oder 1/10. Ich will, dass das hier dicht ist, also das kann ich richtig anknallen. Ich will hier keine Lücke haben, beziehungsweise will ich das für meinen Kunden nicht haben. Und deswegen einfach nochmal gedruckt und nochmal gedruckt, bis das wirklich stimmig ist. Auch bei der ganzen Installation hatte ich auch mit der Box hier zu kämpfen, mit der Kontrollbox. Da kommt dieses Teilchen hier rein. Ich musste hin und wieder mal die Buttons wechseln und habe mich dann auch oft genug vertan. Manche Buttons haben vorne und hinten die Lötfahne, manche haben es nur auf einer Seite, da muss ich immer mal wieder wechseln. Mal hatte ich das Ding zu dick und ach ja, ich habe glaube ich 6 oder 7 Inkarnationen von dem Ding gedruckt, bis ich dann endlich zum Gewinner kam. War also schon eine Herausforderung. Aber eine schöne, hat Spaß gemacht. Für mich ist das Look V2 eins der schönsten Schwerter, die es aus dem Universum gibt. Wenn ich mir jetzt die von, keine Ahnung, die neuen ansehe, diese klobigen Teile aus The Acolyte, da schüttelt es mich ein bisschen und ich freue mich dann halt immer wieder, wenn ich einen aus der Originaltrilogie zusammenbauen kann. Und gerade den hier, weil der hier bombastisch geweathert ist. Also der sieht einfach genauso aus wie im Film. So, noch schnell zwischengeschoben, das Video wäre kein richtiges Video, wenn ich den Griff nicht mit einer Testklinge testen würde. Also hier haben wir
meine kleine Mini-Blade drin. Und hier sehen wir wunderbar die Effekte. Funktioniert. Ein wahnsinnig schöner Griff. Also Gestensteuerung ist auch drin. Ein Traum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.